Moin, ich bin Franzi und ich möchte mit euch basteln. Heute diesen tollen Papierkreisel hier mit dem kleinen lustigen Gesicht. Zuerst zeichnet ihr mit einer runden Schablone, ich habe hier so eine kleine Tape-Rolle, ihr könnt aber auch einen Eierbecher nehmen, 3 Kreise auf euer Farbpapier. Und schneidet sie aus. Als nächstes zeichnet ihr mit dem Lineal 11 gleich lange Streifen auf dem Farbpapier an, und zwar mit 0,8 cm Breite. Und schneidet sie aus. Damit der Kreisel später besonders schön aussieht, könnt ihr verschiedene Farben benutzen. Wenn ihr eure Streifen fertig zugeschnitten habt, dann klebt sie sternförmig an einem der Kreise fest. Um das Ganze zu stabilisieren, klebt ihr noch den zweiten oben drauf. Klebt dann die losen Enden der Papierstreifen gleichmäßig an dem dritten Kreis fest. Das ist die Unterseite eures Kreisels. Als nächstes ist der Holzspieß dran. Piekst den Holzspieß von unten nach oben genau durch die Mitte der Kreise. Klebt die Spitze des Spießes oben fest. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ans obere Ende noch eine kleine Kugel befestigen. Die Kugel hier habe ich selber gefilzt und dazu gibt es auch tolle Anleitungen auf YouTube. Damit er noch ein Gesicht bekommt, könnt ihr einen Mund, einfach einen Halbkreis auf euer Farbpapier zeichnen und ausschneiden. Und statt Plastik-Cola-Augen könnt ihr einfach mit dem Locher 2 Locherpunkte ausstanzen. Und als Pupillen malt ihr die Hälfte des Kreises mit einem schwarzen Filzstift an. Piekst den Schaschlikspieß durch deine Kugel bzw. ein kleines Stück rein. Mach dann ein bisschen Kleber auf die Spitze und dann kannst du es oben befestigen. Und schon sieht dein Kreisel viel lustiger aus. Und wichtig ist, dass hier unten, dass man das ein bisschen dreht, den Holzspieß in dem Pappkreis, damit der locker da drauf sitzt. Und wenn man ihn dann dreht, er sich auch bewegen kann. Juhu! Ich hoffe, es hat euch Spaß gebracht und ich freue mich über Kommentare, wie das mit dem Basteln bei euch geklappt hat und wie eure Kreisel aussehen, würde mich auch interessieren. Und wenn ihr tolles Material gefunden habt und nicht wisst, was ihr damit basteln könnt, dann schreibt mir das doch einfach in die Kommentare rein und ich denke mir was für euch aus. Bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss!